Das Ötztaler Heimatmuseum präsentiert sich momentan in einer Ausstellung im Aquadom, die Galerie. Ein Tal mit viel Geschichte, so der Titel der aktuellen Ausstellung im Aquadom der Galerie. Das Heimat- und Freilichtmuseum in Lehm bei Lengenfeld bietet einen Einblick in das historische Ötztal, seiner Lebensart und seinem Lebensstil. Die Ausstellung will keinesfalls das Museum in die Galerie verlagern, sondern mit authentischen Exponaten die Neugier von Einheimischen und Gästen wecken. Zu sehen sind Ausschnitte aus dem Ötztaler Heimatmuseum. Das heißt also nicht das Museum selber, sondern das, was da in der Ausstellung passiert, was zu sehen ist, soll letztendlich Interesse für das Museum wecken und den Besucher einladen, diese Insel abseits des hektischen Getriebes im Tal sich selber einmal anzuschauen. Ja, das Ötztaler Heimatmuseum ist also sozialgeschichtlich gesehen ein Bauernmuseum, weil die bäuerliche Kultur des Tal bis herauf in die Mitte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Wir erleben da also die Geschichte einer bäuerlichen Gesellschaft über mindestens 4-5 Jahrhunderte. Und man kann sich also da das Leben, das Arbeiten, das Wohnen, das Kleiden, das Essen, kurz und gut, also alles anschauen aus einer Zeit, wo das Leben und das Arbeiten noch nicht getrennt war, sondern ein gemeinsames Ganzes. Von der Blüte bis zur Pfad. Der Flachsanbau im Ötztal galt als Einkommensquelle früherer Generationen und ist somit auch Teil der Ausstellung im Aquadom. Der Weg fängt dann an und für sich beim Samenkorn an und der bewegt sich mit den Jahreszeiten. Beginnt zu St. Gertraud am 18. März an, richtigerweise beginnt das Flachskalenderjahr und endet am St. Getreidtag, das ist der 25. November. Auch die Zeitgeschichte geht am Ötztaler Heimatmuseum nicht spurlos vorbei. So steht nun eine Erweiterung der Anlage an, um weiterhin die Geschichte des Ötztales in erlebbarer Form zu vermitteln. Das ist also das nächste große Vorhaben, die Erweiterung des Museums. Das ist für uns ganz wichtig. Erstens einmal, weil es also das Ensemble erhält. Und das Zweite, was ganz wichtig ist einfach, das Museum erhält erstmals eine echte Ansprechlokalität, wo also die Leute hinkommen als zentralen Ansprechort. Wir haben da Möglichkeiten, das Museum zu erweitern, vor allem haben da die Chronisten des Tales jetzt eine Zentrale und das Ötztal-Archiv soll dorthin kommen. Also eine ganz spannende Geschichte, weil das Haus selber eine ganz interessante Geschichte hat. Die baugeschichtliche Untersuchung hat ergeben, dass das Haus im 15. Jahrhundert gebaut worden ist und da sozusagen von der Gotik, vom gotischen Bogen bis hin zum Stragula des 20. Jahrhunderts alles erhalten ist. Die Schwierigkeit liegt eigentlich darin, dass man zuerst einmal das Haus ganz genau kennen muss. Man muss genau wissen, wo sind die wichtigsten historischen Befunde, was kann ich angreifen, was kann ich verändern, ohne zu viel zu zerstören. Und anhand dieses Wissens, anhand dieses Befundes erarbeitet man sich ein Konzept. Und an dem arbeitet man weiter. Und es ist halt immer wieder ein Hinterfragen, Zurückgehen, 2 Schritte vor, wieder einen Schritt zurück. Und das ist eigentlich das Schwierige und Mühsame an der Sache. Ein Bauernhaus einräumen, statt den Dorfkern ausräumen. Dies galt als eine der wesentlichsten Grundsätze bei der Konzeption der neuen Anlage. Es trifft in der Weise Folgendes zu, dass wir dieses Haus als fixer Bestandteil dieses Dorfkerns ist, dieses Ensembles, noch mehr herausheben wollen. Wir wollen den Dorfkern noch mehr erlebbar machen und eigentlich das Haus einräumen, sprich nutzbar machen wieder. Nutzbar für den Verein,
als Kassaraum, als Veranstaltungsbereich, Mehrzwecksraum, Ausstellungsraum. Und das ist eigentlich das Wesentliche an diesem Konzept. Das, was mich also immer wieder beeindruckt, da ist einfach das, dass das Museum das Gegenmodell zu unserer heutigen Zeit ist. Heute haben wir eine Beschleunigungsgesellschaft und hier haben wir sozusagen noch einen Ort des Stillhaltens, der Ruhe, der Bedächtigkeit, der Langsamkeit, kurz und gut einer Entwicklung, die für den einzelnen Menschen überschaubar ist.